In important situations like a doctor's visit, not being able to communicate clearly can be a serious handicap. Ich bin Spring German Lehrerin Brunhild. Heute sprechen wir über Arztbesuche. So let's go through some practical tips and applicable phrases to smoothen the process step by step, from the initial symptoms to the phone call to the actual appointment. Erstens, die Symptome. If you get ill in Germany and the thought of going to the doctor and explaining everything in German makes you even more sick, you could be developing symptoms like Übelkeit, Müdigkeit, Schlappheit. All of these symptoms have the feminine article die because they end on heit and kite, which are feminine endings. Click this video if you want to learn more about word genders and when to use which articles. Du siehst gar nicht gut aus. Wo drückt denn der Schuh? Ich bin so müde. Und übel ist mir auch. Die Übelkeit kommt daher, dass du heute noch nichts gegessen hast. Und die Müdigkeit kommt daher, dass du nicht raus an die frische Luft gehst. Hier ist das, Vitamin C. Chocolate! Du siehst gar nicht gut aus. Literally means you don't look well at all. So it could be that someone's looking very tired or stressed out or very sad, and we want to invite them to open up about what's going on. It's a way of showing that we are worried. But of course it could also be taken the wrong way, because telling someone they don't look good is... You might want to be careful with this one. For more native German sounding phrases, make sure to download our free Central German Chunking Kit, to which the link is in the description. Your symptoms might stay until you're treated, so being able to describe them will come in handy in every part of the process. A symptom for something not being right may be that you have ein Fieber, we all know this one, but it may also be Appetitlosigkeit, which can lead to Gewichtsverlust. And another thing you could feel is Schmerzen, meaning that you have pain somewhere. Of course, it's good if you can specify where exactly die Schmerzen are. You can do that by putting the concerned body part in front of Schmerzen. So you could say, ich habe Kopfschmerzen, which could be the case if you have Migräne. Ich habe Halsschmerzen, which could be the case if you have eine Mandelentzündung. Ich habe Bauchschmerzen, which could be the case if you have Blähungen. Ich habe Unterleibsschmerzen, which could be the case if you have eine Blasenentzündung. Oh, hast du Bauchschmerzen? Es zieht so im Unterleib. Ich fühle mich, als müsste ich die ganze Zeit pinkeln. Oh je, das hört sich nach einer Blasenentzündung an. Einer was? Einer Blasenentzündung. Oh Gott. Du musst zum Arzt gehen. Der verschreibt dir Antibiotika. Eine Blasenentzündung is a serious bakterielle Infektion, which needs to be treated with Antibiotika. To get that kind of Behandlung, you need ein Rezept vom Arzt. So, you will have to make a doctor's appointment. Zweitens, einen Termin vereinbaren. The nice thing about Germany is that we have different medical practices that you can call when it's urgent. Chances are you will get someone on the phone sooner or later. If you need an appointment quickly, you can say one of the following things. Ich habe akute Beschwerden. Ich habe starke Schmerzen. Ich möchte einen Termin vereinbaren. Ich muss dringend behandelt werden. Hausarztpraxis Dr. Steiner. Guten Tag, Lindén, mein Name. Ich habe starke Schmerzen im Unterleib. Möchten Sie einen Termin vereinbaren? Ja, bitte. Okay. Handelt es sich um akute Beschwerden, die dringend behandelt werden müssen? Ich glaube schon. Haben Sie Schmerzen beim Wasserlassen? Exakt.
Ist Ihr Urin trüb? Exakt. Ja, das hört sich nach einer Blasenentzündung an. Wir machen einen Termin für eine Urinprobe. Vielen lieben Dank. Kommen Sie morgen zwischen 8 und 12 einfach in die Praxis. Bis dahin versuchen Sie viel zu trinken, sich warm zu halten und sich auszuruhen. Okay. Wenn es gar nicht geht, versuchen Sie es mit einem Schmerzmittel wie Paracetamol oder Ibuprofen. Dankeschön. Sehr gerne und bis morgen dann. Auf Wiederhören, gute Besserung. Wiederhören. This was a very nice receptionistin, wasn't it? Giving the patient tips how to survive the day and all. As you can see, the ability of describing your symptoms can come in handy even during the process of booking an appointment. That way, the severity of your condition becomes clear. Like this patient who was asked to drop in the next morning without having to make einen Termin. I might add that when it's really acute and you cannot wait, you can just go to the hospital at any time. Drittens, im Wartezimmer. At the Rezeption, you usually get to fill out a form to identify any medical conditions of yours. This is important for the Arzt to determine the fitting medication. Questions in this form could be: Nehmen Sie zurzeit Medikamente? Haben Sie Allergien? Or more specifically, haben Sie Allergien gegen medikamentöse Wirkstoffe? This one's a bit complicated. It literally means, do you have allergies against medical substances? That one's really important. Wie oft trinken Sie Alkohol? Sind Sie schwanger? Rauchen Sie? It's also common for the Anamnese to contain family-related questions, like: Sind in Ihrer Familie Krebserkrankungen bekannt? Sind in Ihrer Familie Herz- und Kreislauferkrankungen bekannt? Guten Tag, ich habe einen Termin zur Urinprobe. Guten Tag, einmal Ihre Krankenversicherungskarte bitte. Hier ist meine europäische Krankenversicherungskarte. Ich komme aus Schweden. Eine Schwedin, alles klar. Dann bitte einmal diese beiden Formulare hier ausfüllen. Sie können so lange Platz nehmen. Und danach kommen Sie bitte und holen sich Ihren Becher zur Urinprobe ab. Alles klar. Super. When you go to the doctors, it's really important that you bring your europäische Krankenversicherungskarte, your European Health Insurance card. Without it, the doctor has no chance of billing your health insurance and they will have to bill you, which can get really expensive. Viertens, der Arzt. Frau Lindén? Ja? Guten Tag, ich bin Dr. Steiner. Folgen Sie mir bitte. Nehmen Sie schon mal Platz, ich bin gleich bei Ihnen. The fact that German is a very picturesque language comes in very handy when needing to describe the exact nature of your discomfort. You could say: Ich spüre ein Kribbeln am Arm. Ich spüre ein Jucken am Kopf. Ich spüre ein Stechen in der Seite. Ich spüre ein Brennen im Hals. Ich spüre ein Pulsieren im Auge. Ich spüre ein Pochen im Ohr. Ich spüre ein Ziehen im Bauch. Ich spüre ein Drücken im Rücken. Of course, you could feel any of these symptoms in any part of your body, so the combinations of expressions are endless. Learn all body parts in German here. So, Frau Lindén, wo drückt denn der Schuh? Ich spüre ein unbehagliches Kribbeln und Ziehen im Unterleib. Außerdem spüre ich ein Brennen beim Wasserlassen.
Wie lange haben Sie diese Symptome bereits? Seit vorgestern. Aber es wird jeden Tag schlimmer. Die Ergebnisse Ihrer Urinprobe zeigen, dass Sie eine Blasenentzündung haben. Wusste ich's doch. Ich verschreibe Ihnen mildes Antibiotika. Nehmen Sie eine Tablette 3-mal täglich, morgens, mittags und abends zu den Mahlzeiten. Ich verstehe. Sollte es in ein paar Tagen nicht besser werden, machen Sie bitte einen neuen Termin aus. Super, vielen Dank. Ich wünsche Ihnen eine gute Besserung. Dankeschön. In this case, the doctor had eine Urinprobe to go with. But in other cases, the doctor might ask you things like, öffnen Sie bitte den Mund. Atmen Sie tief ein. Bitte einmal kräftig husten. Einmal oben frei machen, bitte. Don't get scared when you hear that last one. He's a professional. He knows what he's talking about. Do you, though? Let's find out with a little quiz. 5. Quiz. What phrase would you use to say something hurts in German? A. Ich habe Schmerzen. B. Ich bin schwanger. Surely being schwanger can also cause pain, but in this case, the correct answer was A. Ich habe Schmerzen. What phrase would you use to say that you have an appointment in German? A. Ich habe eine Krankenversicherungskarte. B. Ich habe einen Termin. B is correct, although it's great that you have your Krankenversicherungskarte on you. What phrase would you use to say that you're itching in your head, shoulders, knees, and toes? Learn all body parts in German here.